Hallo Freunde von HTX, ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Heute soll es darum gehen, wie man auf die Radiomaster MT12 eine Firmware flashen kann, bei der die Oberfläche komplett auf Deutsch ist. Viele würden sich vielleicht die MT12 gerne zulegen, haben aber ein bisschen oder zögern ein bisschen, weil die ganze Oberfläche ja alles auf Englisch ist. Ich zeige euch es mal an, wenn ich hier zum Beispiel ins Radio-Setup-Menü gehe. Die ganzen Texte, die ihr hier alle seht, das ist alles auf Englisch. Also eine komplette Firmware oder die komplette Oberfläche hier ist auf Englisch gehalten. Natürlich auch alles das, was man dann hier bei den Modelleinstellungen sieht, bei den Inputs und so weiter. Das ist jetzt alles natürlich auf Englisch erstmal. Und heute möchte ich euch zeigen, wie man eben eine Firmware flashen kann. Und dann hat man die deutschsprachige Version von HTX zur Verfügung. Ich zeige mir kurz, wo wir überhaupt herkommen. Wir sehen hier HTX MT12 Version 2.10.3. Wir werden heute flashen auf Version 2.10.4. Das ist Stand heute die aktuellste Version und dabei auch gleich die Änderung durchführen oder die Firmware so anpassen, dass wir eine deutschsprachige Oberfläche bekommen. Mit dem Ganzen ist übrigens nicht gemeint, was hier drunter steht unter Radio Setup. Da gibt es ja einen Punkt Voice Language oder Sprachausgabe. Das ist damit nicht gemeint. Das ist wirklich nur die Sprachausgabe, wenn eben Texte gesprochen werden von der Fernsteuerung. Hier könnt ihr jetzt schon bei der englischsprachigen Oberfläche auf Deutsch stellen. Dann kommen die deutschen Texte, sofern ihr auf der SD-Karte im Sounds-Folder entsprechend die WAV-Files hinterlegt habt. Also das hier nicht gemeint, sondern wirklich die Oberfläche. Also die Texte hier, die hier stehen, dass die alle auf Deutsch kommen. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich jetzt gleich. Wir müssen dazu an den PC. Wir werden den kompletten Update-Vorgang direkt am PC durchführen mit HTX Buddy, mit einem Cloud-Bild. Dazu benötigen wir eine USB-Verbindung. Für diese USB-Verbindung benötigen wir diesen oberen USB-C-Port hier, also nicht den unteren, hinteren, der ist nur zum Laden da, sondern den oben hinter dieser Gummiklappe hier. Den benötigen wir. Und damit es funktioniert, müsst ihr dann die Fernsteuerung einfach ausschalten und die Verbindung mit dem Port hier herstellen. Ich werde das aber nachher nochmal sagen, wenn es dann soweit ist. Also Fernsteuerung ausschalten und dann einfach die USB-Verbindung mit dem oberen Port hier und dem PC herstellen. Aber dazu kommen wir dann, wenn wir am PC sind. Und jetzt gehen wir genau dahin, starten wir HTX Buddy und dann flashen wir die Firmware auf Deutsch. So, ich bin jetzt hier im Webbrowser auf der Webseite von HTX Buddy. Ich kopiere euch natürlich den Link zu HTX Buddy unten in die Videobeschreibung. Hier auf dieser Webseite wählt ihr oben Cloud-Bild aus. Dann bei Firmware Version die für euch relevante Version. In meinem Fall ist es die Version 2.10.4. Meistens wollt ihr ja die latest stable Version downloaden. Und bei Sendermodell wählen wir die Radiomaster MT12 aus. Das ist unsere Fernsteuerung. Und jetzt wichtig, Add Flag. Und hier bei den Flags wählt ihr Language aus. Und jetzt könnt ihr hier aus dieser Auswahlliste die Sprache wählen, in der später dann die Oberfläche der MT12 laufen soll. Ich wähle jetzt hier DE aus, weil ich eine deutsche Oberfläche haben will. Wenn ihr aber zum Beispiel Spanisch oder Französisch haben wollt, wählt eben entsprechend diese Kürzel aus. Ich wähle jetzt DE aus. Dann gehe ich auf Flashen über USB. So, und spätestens jetzt solltet ihr die Radiomaster MT12 mit eurem PC via USB verbinden. Nochmal, ihr müsst dazu den oberen seitlichen USB-Port verwenden, nicht den unteren hinteren, der ist nur zum Laden des Akkus da, den oberen seitlichen. Die Fernsteuerung bleibt ausgeschaltet. Also die MT12 ausschalten und die USB-Verbindung herstellen, oberer seitlicher USB-Port mit dem PC. Bei mir steht jetzt hier in dieser Liste bereits dieser STM32 Bootloader. Der wird bei euch beim ersten Mal hier noch nicht drin stehen. Kein Problem, ihr geht unten auf Neues Gerät hinzufügen. Und dann sollte hier in dieser Liste der STM32 Bootloader auftauchen. Bei mir steht auch drin, allerdings schon mit gekoppelt. Bei euch steht es gekoppelt noch nicht dabei. Dann wählt ihr den einfach aus hier. Dann kommt ihr wieder in diese Liste, selektiert diesen Eintrag, dass er so leicht hellblau hinterlegt ist. Dann könnt ihr unten auf Weiter klicken. Jetzt könnt ihr nochmal alles checken, ob das so passt, die richtige Version, das richtige Ziel, wird aber in der Regel ja passen. Hier gibt es auch einen Button Herunterladen. Hier könnt ihr eben die Version herunterladen. Allerdings habe ich festgestellt, dass diese Optionen, die wir vorhin getätigt haben, also die Sprachoption zum Beispiel DE, dass die hier nicht berücksichtigt wird. Es scheint, dass dieser Herunterladen-Button einfach genau das gleiche ist, als ob ihr auf die HTX-Webseite geht und von dort einfach die Standard 2.10.4er Version herunterladen würdet.
Also wenn ihr das herunterladet, bekommt ihr zwar ein Bin-File, das ihr dann auch zum Flashen verwenden könnt, aber ich glaube, das sind diese Optionen, die wir gewählt haben, also die Deutsch als Sprache, ist da nicht enthalten. Wenn ich jetzt hier auf Beginne mit dem Flashen klicke, dann wird der Vorgang gestartet. Wenn ihr hier draufklickt und ihr bekommt dann auf der nächsten Seite gleich einen Fehler, dass die DFÜ-Verbindung nicht hergestellt werden kann. Keine Panik, das kann man korrigieren. In diesem Fall braucht ihr von Impuls RC den Driver-Fixer. Ich packe euch auch dazu einen Link unten in die Videobeschreibung. Also, wenn ihr hier draufklickt und bekommt eine Fehlermeldung, Verbindung oder DFÜ-Verbindung konnte nicht hergestellt werden, dann beendet ihr diesen Vorgang im Browser, macht den Browser zu, startet diesen Driver-Fixer, lasst ihn durchlaufen, dann kommt am Schluss irgendeine Meldung, dass er erfolgreich durchgelaufen ist, startet dann im Zweifelsfall den PC nochmal neu und geht dann hier wieder auf die HTXBuddy-Webseite, klickt euch wieder durch, genauso wie wir es jetzt gemacht haben, bis wir wieder an diesem Punkt sind und dann könnt ihr auf Beginne mit dem Flashen klicken. Das mache ich jetzt und dann seht ihr, das geht jetzt in meinem Fall schon alles relativ schnell, weil ich den Vorgang vorher schon mal durchgeführt habe. Das heißt, genau diese spezifische Firmware-Version wurde schon mal erstellt, wurde auch schon heruntergeladen. Jetzt wird erst noch die Firmware auf der Fernsteuerung gelöscht, nur die Firmware, nicht die Modelle. Und jetzt wird es eigentlich das Flashen durchgeführt und jetzt sind wir auch schon fertig. Das war's. Ich komme jetzt von Version 2.10.3 zu Version 2.10.4. Das heißt, ich habe nur einen kleinen Versionssprung durchgeführt. Ich werde jetzt hier das SD-Karte einrichten, diesen Step, den überspringe ich, der ist jetzt für mich nicht relevant. Und um das soll es hier auch in dem Video nicht gehen. Hier soll es darum gehen, wie man eine Firmware flashen kann, damit man dann eine andere Sprache in der Benutzeroberfläche hat. Wenn er von einer älteren Version von HTX kommt, zum Beispiel von 2.9 oder so, dann müsst ihr vielleicht nochmal hier die SD-Karte auch gleich mit komplett einrichten. Aber wie gesagt, das soll ein anderes Thema sein. Und eigentlich sind wir jetzt hier fertig am PC. Und jetzt schauen wir uns auf der MT12 an, ob wir jetzt tatsächlich ein HTX in deutscher Oberfläche haben, in deutscher Menüführung haben. So, jetzt sind wir zurück bei der Radiomaster MT12. Ich habe die USB-Verbindung gekappt und dann die Fernsteuerung neu eingeschaltet. Noch kurz der Hinweis, bevor wir prüfen, ob wir jetzt wirklich eine deutschsprachige Oberfläche hier haben. Wie ihr gesehen habt, ich habe das Ganze unter Windows, bei mir genauer gesagt unter Windows 11, ausprobiert mit den Browsern Chrome und Microsoft Edge. Es kann natürlich bei anderen Browsern bzw. anderen Betriebssystemen unterschiedlich sein. Also haltet das bitte im Hinterkopf. Wie gesagt, bei mir Windows 11 und habe es getestet mit Chrome und dem Microsoft Edge. So, jetzt schauen wir mal, ob wir jetzt wirklich ein deutschsprachiges Menü haben hier. Ich gehe mal auf Sys. Hier steht noch Tools, aber Tools könnte immer Tools sein. Schauen wir mal weiter. Version, wir haben auf jeden Fall schon mal Version 2.10.4 und das hat definitiv schon mal funktioniert. Jetzt gehen wir nochmal hier Hardware-Einstellungen, Knüppel, kalibrieren. Das schaut doch schon mal ganz gut aus. Lehrer, Schüler, wunderbar. Globale Funktionen, ja, sehr schön. Wie schaut es bei den Menüs aus, wenn ich hier zu den Modellen gehe, Modelleinstellungen? Genau, das heißt, wir haben jetzt tatsächlich eine deutschsprachige Oberfläche hier an der Radiomaster MT12. Das hat wunderbar funktioniert. Nun denn, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hilft euch ein wenig. Vielleicht erleichtert es auch dem einen oder anderen die Entscheidung, sich doch die MT12 zuzulegen. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Es ist eine hervorragende Fernsteuerung, vor allem für das Geld. Ihr könnt auch gleich zur ELS-Version greifen mit den Empfängern. Die sind relativ günstig, 3-Kanal- und 5-Kanal-Empfänger. Haben eine super Reichweite, super Geschwindigkeit. Also wirklich eine Top-Fernsteuerung für das Geld. Nun denn, wir sehen uns beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal. Bis dann, alles Gute, Servus.